Es ist an der Zeit, die Smoghölle Ulaanbaatar zu verlassen. Wir packen das Wichtigste zusammen, chartern diese beiden Gefährte und machen uns auf den Weg in die größte Wüste Asiens. Wenn ich vorstellen darf, Gregor, Florian, Anna, Vincent, Maren, Kirsten, Jesse, Jonas, Sergej und ich. Und vor uns liegen 1850 Kilometer quer durch den Süden der Mongolei. Über holprige Pfade, durch die trockene Steppe und die Unberührtheit der Natur. Kommt mit und genießt die Stille und Schönheit der Wüste Gobi. Guten Morgen! Es ist wieder mal ein wundervoller Tag in der Wüste Gobi. Viel Spaß! Wir sind wieder auf der Straße. Oder die Straße ist wieder mit uns. Die Landschaft vor unseren Fenstern ähnelt jetzt vielmehr dem Herrn der Ringe. Weil wir höher in die Berge fahren, ziehen an unseren Fenstern schneebedeckte Hügel vorbei. Das Zuhause von Wildschafen und Steinböcken. Wir kommen unserem heutigen Tagesziel immer näher. Der Gaya-Schlucht. Ungefähr 64 Kilometer geht es in die schmale Felsenge hinein. Benannt wurde sie nach den hier lebenden Lama-Gayern. Irgendwann erreicht uns das Sonnenlicht nicht mehr und wir klettern weiter in die Schlucht hinein. Unter unseren Füßen knackt das glatte Eis bedrohlich. Es ist in den letzten Jahren immer weniger geworden. Der Klimawandel hat auch hier seine Spuren hinterlassen. Wir haben jetzt gerade eine seltene Sichtung. Es führt gerade seinen Paarungstanz auf. Weil die typischen Gärcamps zu dieser Jahreszeit meistens schon geschlossen sind, übernachten wir auch diese Nacht wieder bei einer Nomadenfamilie, die extra Jurten für Touristen vermietet. Während draußen die Nacht hereinbricht und die Kälte kommt, beziehen wir unsere runden, filzbedeckten Behausungen. Unter den verzierten Holzpfeilern, die die Streben des Daches tragen, sitzen wir und bereiten das Essen vor. Ich habe aber nicht mehr alles so in der Reihe. Das ist alles drin. Ja, ist alles.
Ein kleiner Ofen in der Mitte der Jurte spendet uns dabei die nötige Wärme und das heiße Wasser zum Kochen. Während wir unsere Mahlzeit genießen, entlässt das Feuer seinen Rauch in den Abendhimmel. Die Sonne ist gerade mal aufgegangen und wir sitzen schon im Auto und sind auf dem Weg zu einem der Highlights der Tour. Es sieht schon unfassbar aus, wie sich diese riesigen Sandberge mitten aus der flachen Steinwüste erheben und 180 Kilometer in die Landschaft erstrecken. Die Dünen werden durch den starken Wind geformt und bleiben so ständig in Bewegung. Das Geräusch der dadurch entstehenden Sandlawinen verleiht ihnen auch den Namen Singende Dünen. Wir wollen näher an die wandernden Sänger aus Sand herankommen und wählen eine eher traditionelle Art der Fortbewegung. Wie Lawrence of Arabia werden wir von den Doppelhöckern entlang der mächtigen Sandformationen getragen. Wir sind über befestigte Wege, hucklige Pisten, durch die trockene Wüste und den eisigen Boden, zu Fuß, im Bus und auf dem Rücken von Kamelen bis hierher gekommen. Und als wir alle erschöpft und glücklich die Spitze erreichen und dort unseren Blick über die Landschaft schweifen lassen, ist dieser Moment nicht nur geografisch ein Höhepunkt unserer Reise.
Ja, 그랬어. 바다 된다, 지금 무슨 Da kommt ganz viele Kinder.